Spitze, Volants, Rüschen, jede Menge Stoff und Volumen. Da sind die Trends 2025. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin die Mira und bei mir findest du Modetipps, Modetrends und jede Menge Schall- und Tücher-Tutorials. Und heute geht es weiter mit den Trends 2025. In meinem letzten Video habe ich dir gezeigt, welche Farben wir dieses Jahr tragen, inklusive die Pantone-Farbe Mocha Mousse. Und da habe ich schon mal direkt einen Tipp. Ich habe mir letzte Woche eine sehr schöne Lidschattenpalette gekauft, eben mit ganz sanften Brauntönen. Also wenn einer Lust hat, auch als Schminke die angesagten Farben des Jahres zu tragen, da werde ich euch die Lidschattenpalette noch unten verlinken. Und jetzt gehe ich ja schon mal direkt auf die Trends, die dieses Jahr vorhanden sind. Ich habe ein wenig recherchiert und ich muss sagen, ich habe festgestellt, wir tragen dieses Jahr jede Menge oder viel Stoff, von Kopf bis Fuß. Man sieht überall Rüschen, Volants und wie gesagt, sehr viel Material. Es wird maximal getragen und da bin ich ja schon bei dem ersten Trend, nämlich Maximalismus. Wir tragen viel Farbe, viele Kontrasten und wie gesagt viel Stoff. Und zu sehen ist das ja schon mal zum Beispiel bei Bläsern. Wir haben auch schon das Jahr davor Oversize Bläser getragen. Dieses Jahr tragen wir die ja auch. Gesehen habe ich bei Yves Saint Laurent zum Beispiel. Da werden die Bläser zwar in der Taille sehr schmal, also sie werden auf die Taille geschnitten, aber die haben mega Schulterpolster. Ich sag mal, die 80er lassen grüßen. In dem Moment denke ich mir mal, wenn einer einen Bläser irgendwo im Keller verstaubt hat, dann bitte rausnehmen, mit einem Gürtel drumherum binden und schon bist du up to date. Auch die Jacken, Lederjacken oder Jeansjacken, die werden auch Oversize getragen. Die werden wirklich so groß getragen, dass man das Gefühl hat, ich habe eine Jacke von einem älteren, größeren Bruder. Aber was soll ich sagen? Das ist dieses Jahr total angesagt. Apropos Volants und Rüschen, da sind wir bei dem nächsten Trend, nämlich es wird romantisch. Wir tragen viel Volants, Rüschen und Spitze. Und die Volants bzw. die Rüschen tragen wir nicht nur an eine Bluse, die sind überall. Egal, ob das ein Kleid ist, ob das ein Rock ist, überall sieht man wirklich jede Menge Volumen. Die Stoffe sind ganz leicht, fließend. Es hat wirklich so einen romantischen Hauch. Das Gleiche ist jetzt auch mit Spitze. Auch Spitze tragen wir sehr viel. Ob das eine Bluse ist, Hose, ob ein Kleid. Alles mit Spitze ist total angesagt. Aber damit das nicht altbacken wirkt, kombinieren wir das mit coolen Teilen, wie zum Beispiel derben Boots oder Lederjacke, Bläser. Also wir sorgen schon mal für einen Stilbruch. Der nächste Trend ist Boho und das ist auch nichts Neues, haben wir auch schon mal öfter erlebt. Das heißt, wir tragen lange Kleider, lange Röcke mit Fransen, auch fließende, leichte Stoffe, gehäkelte Teile sind auch total angesagt. Also wie gesagt, Boho, so wie wir es kennen, aber was neu ist, auch hier kombinieren wir den Trend mit coolen Teilen wie eben Boots, Sneaker oder Lederjacke, Bikerjacke. Was auch angesagt ist, ist Transparenz. Schon letztes Jahr haben wir ein paar Kleider gesehen, die so durchsichtig waren. Man hat hier und da ein bisschen nackte Haut gesehen. Das geht dieses Jahr weiter. Wir tragen transparente Hosen auch oder Röcke oder transparente Blusen. Was mir gefällt, die transparenten Blusen, die werden ja ganz elegant mit klassischen Anzughosen kombiniert, was für mich persönlich ist, das finde ich ja super, denn man hat so ein bisschen sexy mit diesem klassischen Style kombiniert. Aber auch die, die gerne Jeans tragen, die können auch sehr gerne transparente Blusen mit einer Lieblingsjeans kombinieren. Und auch hier haben wir so ein bisschen sexy mit dem lässigen Look. Und das Schöne dabei ist, bei diesen Kombinationen sieht man überhaupt nicht billig aus. Und wo wir bei Thema Jeans sind, jetzt kommt der nächste Trend, obwohl ich muss sagen, hier bin ich so ein bisschen verwirrt, weil Ende des Jahres habe ich gelesen, dass die weiten Hosen weiterhin angesagt sind, sie werden sogar noch weiter und dann Anfang des Jahres habe ich gelesen, dass die Skinny Jeans wieder ihr Comeback erleben möchte. Also ich sag mal so, die gerne weite Hosen tragen,
so wie ich zum Beispiel, sollen weiterhin weite Hosen tragen. Die, die immer noch eine Skinny Jeans irgendwo im Schrank haben, sollen die ja auch anziehen. Und wir werden das einfach mal beobachten und schauen wir mal im Laufe des Jahres, welche Hose sich durchgesetzt hat. Und der nächste Trend, muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß selbst nicht, wie ich den konsumieren soll, aber vorab. Die Trends sind dafür da, um uns zu inspirieren und auf eine kreative Art und Weise motivieren, unsere Kleidung zu tragen. Die Trends sind nicht dafür da, dass wir die unbedingt alle tragen müssen, denn es geht um Kleider über Hose. Wir haben auch schon mal, ich meine, in der zweiten Hälfte der 90er auch schon mal Röcke über Hose getragen. Da habe ich ja auch nicht mitgemacht. Auch bei den Kleidern über Röcke, da fühle ich mich auch noch nicht richtig drin. Aber alles ist Geschmackssache. Eins muss ich sagen, praktisch ist das ja wohl, denn man hat so ein Layering und gerade in den kalten Tagen ist das super praktisch. Ne? Man zieht einfach mal eine Hose, dann Kleid, noch etwas. Also es hält uns schon auf jeden Fall warm. Auch der Trend, da muss ich auch sagen, weiß ich auch nicht, was ich damit anfangen soll, nämlich Bubble. Bubble habe ich gesehen bei Ariana Grande. Sie trägt diese Kleider, die unten wie eine Wolke aussehen. Also wir haben schon wieder, die Stoffe sind ein bisschen steifer, wir haben viel Volumen, viel Stoff. Und wie gesagt, das ist so alles so ballonartig. So weit, so gut, was ich mal gelesen habe. Diese Bubble soll demnächst als Jacke kommen. Und das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ich weiß jetzt nicht, weil momentan, was ich im Kopf habe, ist so ein Michelin-Männchen. Aber ich glaube nicht, dass das Sinn der Sache ist. Gelesen habe ich, dass eine Bubble-Jacke kommen sollte, beziehungsweise der Trend. Gesehen habe ich noch nicht, entdeckt habe ich noch nicht. Ich sage mal so, auch hier lasse ich mich überraschen. Und jetzt gehen wir zu den Mustern, die wir dieses Jahr tragen. Und ich habe jetzt schon mal seit Tagen ein Lied beziehungsweise aus dem Film Never Ending Story. Aber ich werde euch jetzt hier meinen Gesang ersparen. Ihr denkt euch schon mal, was kommt. Animal Print. Bei Animal Print, ich habe das Gefühl, jedes Jahr sage ich das Gleiche. Und Trend des Jahres ist Animal Print. Denn Leo Muster wird weiterhin getragen. Was dazu kommt, was Neues ist, sind Zebras und Kühe. Und bei den Kuhflecken muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe mir das ja angeschaut und so schlecht sieht das gar nicht mehr aus. Vielleicht deswegen, weil von Weitem vom Optischen, dann hat man einfach mal einen Stoff, der mit ein paar Fleckchen ist, mit so ein bisschen gepunktet ist. Ist, glaube ich, nie so auffallend. Finde ich persönlich gar nicht mal so schlecht. Die sich an die Prints noch nie so wirklich trauen, es kommen dieses Jahr jede Menge Taschen, Schuhe, Gürtel in dem Muster. Sorry, das musste irgendwie kommen. Ich mache weiter. Aber nicht nur Animalmuster tragen wir dieses Jahr, wo Romantik ist, also diese Boho-Look und Rüschen und Spitze, bleibt nicht weit weg Floralmuster. Ich glaube, ab Frühling werden wir Blumenmuster vermehrt sehen. Was ich noch gesehen habe, bei Ralph Lauren gibt es jede Menge Blautöne, diese gedämpfte blaue Farbe, kombiniert mit weiß und mit braunen bzw. kamellfarbenen Accessoires. Und ich muss sagen, da geht mein Herz auf. Das ist wirklich Kombi, das ist Mode, die ich liebe. Das ist etwas für mich. Ich freue mich schon mal auf den Sommer und auf Maritim-Look. Also da sind wirklich sehr schicke Teilchen mit dabei gewesen. Was noch angesagt ist, wir tragen kurze Tweetjäckchen. Und was wir überhaupt nicht tragen, was out ist, sind diese kleinen Mikrobags, wo ich mir schon immer überlegt habe,
was soll man damit? Kann man da kann man da überhaupt was reintun? Also die sind auf jeden Fall out und wir tragen endlich mal normale, praktische, große Taschen. Da sind die wichtigsten Modetrends 2025. Schreib mir gerne in den Kommentaren, wie findest du die Trends? Ist da etwas, wo du sagst, ja, da mache ich sofort mit, oder du sagst, niemals werde ich das tragen? Außerdem, wenn dir das Video gefallen hat, ich würde mich freuen, wenn du mir einen Daumen hoch hinterlässt, denn das motiviert mich auch super. Und ich sag mal, wir sehen uns demnächst mit einem neuen Video. Bis dann!